Moin liebe Leute, hier ist David von Musik Produktiv. Heute sitzt hier mal für euch ein neues Gesicht vor der Kamera. Und zwar ist das der Olaf Markfeld. Ja, moin. Sag mal Hallo Olaf. Hallo. Sehr gut. Ja. Nein, ein altes Gesicht bei uns aus dem Laden, jetzt seit geraumer Zeit wieder an Bord. Ja, seines Zeichens Effektpapst, wandelndes Kompendium jeglicher Gitarrencouleur, ja, und einmal ein Spitzentyp obendrein, davon mal abgesehen. Genau, und heute haben wir für euch jetzt unter anderem erstmal das neue Brown Eye Overdrive von Friedman mit dabei. Dazu werden wir aber separat nochmal, wenn Nick wieder da ist, der muss sich noch von seinen Strapazen des harten Tourlebens erholen, machen wir da nochmal ein gesondertes Video nur zu dem neuen Brown Eye Overdrive und werden dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und das entsprechend nochmal präsentieren. Heute mal als kleines Special vorab so ein kleiner Vergleich, sage ich mal, von ähnlich gearteten Pedalen. Ja, wir haben euch mal ein paar Amp-in-a-Box-Pedale mitgebracht, eher so die etwas heißere Marshall-britische Ecke, so die üblichen Verdächtigen, so den Pinnacle, der so als das Nonplusultra, als Brown Sound Simulator gilt, dann den Angry Charlie, die neue Variante, also auch heiß gemachter JHS-Zerrer, den Lagrange von Bogner, also alles was britisch ist aus einer Kiste und dazu jetzt halt mal den neuen Friedman, der ja auf dem Brown Eye basiert. Das Pedal wird im Moment tierisch abgefeiert und wir werden jetzt mal so einen Vergleich machen. Genau. Nämlich nicht ohne Grund abgefeiert, wie wir gleich hören werden. Es sei nochmal erwähnt, was jetzt nicht direkt von außen ersichtlich ist, deshalb haben wir auch zwei von den Brown Eye Overdrives hier liegen. Innen findet da noch ein Trimpoti, um, sag ich mal, ja, den Gain in den Griff zu kriegen. Das Ding hat unfassbare Gain-Reserven. Also wir haben jetzt einmal wirklich mit Brett und den anderen so etwas milder, etwas auf die Heavy Crunch-Ecke. Genau. Wollen wir gleich mal weil wo jetzt, sage ich mal, das Pedal in den Werkseinstellungen anfängt, da ist das für manche einer vielleicht schon eine Schippe zu viel. Ja. Deshalb, den ersten in der Signalkette, den hier vorne, den haben wir jetzt so einfach aus dem Karton genommen, da ist nichts. Ne? Und den anderen, wie weit hast du den runtergeregelt? Den der ist so etwa auf 7 Uhr runtergeregelt, also was schon war relativ heftig. Also Werkseinstellung ist immer 12 Uhr. 12 Uhr. Also, ja, also schon entsprechend ordentlich. Also ein Viertel aufgedreht maximal, mehr ist das nicht bei dem. Genau, ansonsten von den Amps, die wir jetzt als Basis für heute ausgewählt haben, wie so häufig eine Smallbox 50 von Friedman, kann ich euch vielleicht auch kurz mal eben clean zeigen. So Early Breakup, ja, manch einer mag jetzt wieder meckern, genau so, dass es halt schön klingt. Zum Vergleich haben wir da jetzt nochmal einen Morgen stehen, der so ein bisschen Fendereska irgendwie daher kommt. Ein bisschen Vox-mäßiger, Vintage Clean, kann man auch mal eben vergleichen. Im Vergleich. Class A, ne? Ja, der ist jetzt wirklich extrem clean. Damit ihr das jetzt vorab mal gehört habt. Genau, also der kommt halt deutlich seidiger daher, ganz anderes Höhenbild irgendwie allgemein. Genau, um das mal auch entsprechend zu vergleichen, je nachdem, was ihr auch zu Hause so stehen habt. Genau, Olaf, wie wollen wir loslegen? Mach Brett. Mach Brett? Ja. Ja, dann würde ich sagen, hier out of the box, unser Brown Eye Overdrive. Einfach mal reinhören. Jetzt gerade über den Morgen hier vorne, ja. Ja, vielleicht direkt mal den Vergleich zur Smallbox. Na, So, das ist gerade heute mal ein bisschen improvisiert hier der Aufbau. Ja. Gerade mal runterdrehen. Kommt auf jeden Fall entsprechend unterschiedlich rüber über die verschiedenen Verstärker. Ne? Also meinem persönlichen Geschmack nach finde ich es bei der Smallbox fast schon so ein bisschen ja, runder, einfach ein bisschen britischer auch insgesamt. Ne?
Und lässt sich auch gut runterregeln. Lässt sich tierisch gut runterregeln. Ja, das ist gar nicht unbedingt vermutet. Den typischen Charakter, er hat halt heiß gemachter Marshall, also es ist sehr, sehr ähnlich. Im Brown Amp wirklich sehr, sehr ähnlich. Und also auch die Höhen und reagiert halt auch wie ein Amp. Ne? Voll. Ja, und es ist halt, was du auch schon richtig gesagt hast, eigentlich der Brown Eyes Sound, so der Trademark Sound, den man auch halt vom Amp kennt. Ja, also das ist schon, finde ich immer enorm, wenn diejenigen das schaffen, das auch in Pedalform zu pressen, sage ich also mal. Jetzt auch alle Regler auf 12 Uhr, damit man einen Vergleich hat. Genau, jetzt mal die Pedale vielleicht kurz vergleichen, wegen der Trimpoti-Nummer. Ja. Wir nehmen jetzt mal die gedämpfte Variante, die gemäßigte Version. Reglereinstellung identisch. Einfach ein bisschen zahmer. Bisschen jetzt, zahmer, ne? aber Also immerhin auch Grundsound bleibt gleich. Ja, ich habe so den Eindruck, dass da bei der höheren Gain-Variante so ein Tacken mehr Bass ist, wenn du diese abgedämpften Dinger spielst. Aber, Ja, klar. aber das ist gleicher Charakter, halt Ja, etwas, also etwas gemäßigter. als ob man das Gain noch aber richtig wahrscheinlich immer noch mehr zurückgerollt Gain hätte. als ein normales Standard-Marshall-Pedal. Ja, das soll man wohl meinen. Ja? Genau, also ich finde ehrlich gesagt auch einfach die Variante jetzt mit dem zurückgerollten Trimpoti innenseitig, innen drin, wie auch immer, persönlich jetzt ein bisschen geschmackvoller vielleicht. Ne? Ist auch die Frage, was man an Sound braucht, aber ich meine, man kann es entsprechend jetzt ja noch dann außen nachregeln am Gain, wenn man mehr benötigt, aber man hat einfach einen feineren Regelweg, ne? Und es bläst nicht direkt irgendwie voll los. Ja. Genau. Aber spielen du drehst ein bisschen an Protease oder wollen wir Haben wir lieber doch mit den, gedacht, ja. mit den anderen Das- Amps das- mal vergleichen? Nein, irgendwie? mach mal. Das andere vielleicht mal? Ja, also gerade kommentieren? jetzt hier ist also relativ effektiv, also ganz gut der Zeitregler. Dreht man ihn zu, kriegt man eine ganze Ecke eine Wumms unten rum. Mach noch mal eben. Ja. Ja, macht mehr Druck untenrum, aber keinen Muff. Also das ist immer noch klar definiert. Wir nehmen mal jetzt mal im Vergleich die heißere Variante. Ja, wobei hier die Bass-Variante also mit dem Teilträger noch extremer rauskommt irgendwie, aber auch wieder brauchbar. Also auch die Extremeinstellungen klingen noch gut. Also das war bei anderen Pedalen oft, dass da nur eine Grütze rauskommt. Das ist wunderbar. Prima. Also soweit auch Test bestanden. Test Setzen wir ein bestanden. Häkchen hinter. Klingt echt fantastisch. Ich weiß nicht, inwiefern das über die Mikros dann vom Rechner oder wo auch immer ihr sitzt, wenn ihr euch das Video anschaut, rüberkommt. Aber so dieses im Raum, sage ich mal. Atmen und die Dynamik finde ich toll von dem Ding. Also Spielweise, jede Nuance wird wiedergegeben, du regelst ihn auf clean runter, stufenlos, also wie ein Amp. Das ist toll. Gut, wollen wir vielleicht nochmal jetzt einen Vergleich herstellen zu den anderen Ja, dann nehmen wir Pedalen? doch mal jetzt die anderen mal so also einzeln uns vor. Also das ist erstmal der Pinnacle, jahrelang so der Platzhirsch bei den Brownsound in the Box Pedalen. Also hier ist Eddie angesagt, also aufgerissener Plexi Marshall mit Gain auf 11 und mal gucken, wie der jetzt so kommt. Auch hier mal so die Standard-Aufstellung. Kommen wir noch über die Smallbox jetzt gerade? Ja.
hier diese Konturregelung, die so auf den Mittenbereich eingreift, die dreht ein bisschen zu. Funktioniert dann jetzt aber anders als der Teilträger. Anders als bei Teilträger. Der arbeitet in den Mitten, der Teilträger eher so unten, in den tiefen Mitten am besten. Dann Vintage Modern, also Vintage, alter Eddie Sound, Brown Sound Geschichte, nach unten eher so die aktuelleren Sachen. Das macht er sehr gut. Und dann die Boost-Funktion, also das ist kein Volume-Boost, sondern Gain-Boost. Das ist eine kleine Schippe Gain drauf. Maestro. Wie war das noch? Ein bisschen zu pumpen irgendwie. Der fängt etwas an zu pumpen. Die Dynamik ist nicht ganz so gut. Aber gerade im Bassbereich merkt man das auf jeden Fall. Jetzt haben wir so die etwas heißere Variante. Nehmen wir mal den heißen Friedman im Vergleich. Also spielen wir das gleiche Riff. Ich spiele. Jetzt haben wir den Tight ein bisschen zugedreht, damit es ein bisschen ähnlicher wird, weil der so einen Schub mehr besser hat. Also im Direktvergleich der Friedman so ein Tacken sauberer, präsenter. Ne? Wenn man das so sagen, ja doch, würde ich aber auch. Also gut sind sie beide, aber das ist irgendwie so ein Tacken authentischer, finde ich. Ruhig mal vielleicht direkt zum Angry Charlie weiter, das soll jetzt ja mehr ein Vergleich werden. Also das ist die neue Version vom Angry Charlie von JHS, also so mit der 3, mit die Version 3 ist das glaube ich mittlerweile mit der Dreiband-Klangregelung. Also auch so lange Maßstab der Marshall-mäßigen Pedale. Dann werfen wir ihn mal an, mal alle Klangregler neutral, gehen so auf Mitte etwa. Wirklich sehr moderat. Moderat. Ein bisschen, sorry. Ja, also etwas moderatere Ecke, etwas Vintage-mäßiger, auch guter Ton eigentlich. Aber der voll aufgedreht ist ungefähr da, wo der gemäßigte Friedman anfängt im Prinzip. Ne? Deutlich zahmer. Deutlich zahmer. Aber wirkt auch einfach oldschooliger. Oldschool, ja, das soll ja auch sein. Und weniger heiß gemacht. Ja. Ne, im Vergleich jetzt. Also, ja. Machen wir jetzt mal Vergleich, einfach den runtergeregelten Friedman mit dem. Also einmal Angry Charlie. Oh, sorry. Wie häufig. Ja. Ja, auch da finde ich... Irgendwie Charlie, die Oldschool-Variante, der Friedman irgendwie giftiger, offener,
haben beide irgendwie was, aber so der Bereich der Klangregelung und der Gain-Bereich ist beim Friedman eine ganze Ecke größer. Wie gesagt, der Gitarre ist der Gain voll aufgedreht, aber der macht so einen satten Crunch im Prinzip nicht mehr. Der Friedman kann ja auch High Gain, wenn er soll. Ja, und das auch oberamtlich. Ne? Gut, dann würde ich sagen, schreiten wir mal weiter, oder? Lagrange ist angesagt. Lagrange. Okay. Sehr schönes Pedal. Mach ich da auch mal relativ nah dran. Auch ruhig mal mit Boost oder so, dass wir da ein bisschen mehr Dampf und auch wirklich High Gain bekommen. Und jetzt gibt es mal den heftigen. Okay, das war jetzt gerade die ganze Zeit Das noch war der Moderate. mit dem runtergeregelten. Und das ist jetzt wieder mit Gain auf 12 Uhr, aber in der intern auf 12, auch auf der 12 Uhr Einstellung. Eher mal den Bogen. Boah, ja. Alter Schwede, ja, der macht richtig Schub unten rum. Ich finde das Lagrange allgemein eigentlich sehr geil, darum sollte es gar nicht gehen. Ne? Ich finde, das macht High Gain auch sehr gut. Auch gerade von der Auflösung und von der Zerrstruktur her. Das klingt einfach wirklich wie ein adäquater Amp, so, aber als gerade nochmal zum Der ist offener einfach. Brown Eye Overdrive. Da denkt man immer, die Sonne geht das auf. Ne? voll. Also der macht Schub unten rum ohne Mulm, der macht auch Höhen, die nicht nerven. Was aber irgendwie schon, finde ich, ja nicht verwunderlich, sondern eher erstaunlich ist, also positiv gemeint, weil das Ding klingt ja halt schon echt gut. Richtig gut, ja. So, ne? Und wenn du da dann auf einmal irgendwie... Können wir mal im Vergleich mal eben einfach jetzt mal den richtig clean Amp nehmen und dann wieder herschalten und mal gucken, was sich dann ergibt. Oder auch ein bisschen weniger. Jo. Jetzt. Ich nehme mal den Boost raus hier und dann nehmen wir den Moderaten dazu. So, jo. Ja. Untenrum ein bisschen dünner, ne? Ja, aber da kommt ja, das ist über einen ganz clean Amp. Der Bogner so ein bisschen oldschool-mäßiger, der Friedman einen Tacken giftiger. Beides gute Pedale. Auf jeden Fall. Muss man einfach auch schauen, was einem persönlich irgendwie besser an den Kram So passt. können wir Ne? jetzt mal den Bogner mal boosten und den heißeren Friedman im Wollen wir nochmal Vergleich. vielleicht anschließen, wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie, ich drop die Gitarre mal, wir versuchen mal ein bisschen was Ja, Böseres. aber mach doch mal richtig Brett jetzt und dann gucken wir mal eben. Ein bisschen abmeddeln, gucken wir, ob wir da irgendwie... Ich habe beim Friedman jetzt den Tight ein bisschen zugedreht, damit er den Schub ein bisschen mehr besser hat, weil der Bogner so einen Tacken dumpfer war, dass das besser passt. Okay. Aber
Wieder mehr Gain, als man braucht. Schon, ne? Aber macht auch Spaß. Ne? Also gerade diese High-Gain-Nummern finde ich, auch das Brown Eye Overdrive. Trotzdem kurz nochmal den Friedman anmachen. Ja. Ich finde, das macht ja schon ganz cool. Genau. Dein persönlicher Favorit? Das ist natürlich schwierig. Ne? Also ich finde das Brown Eye Overdrive auf jeden Fall für das, was es macht, sehr, sehr, sehr geil. Ne? Man muss halt wirklich den Sound mögen und ich glaube, für viele mag es halt irgendwie einfach schon zu heiß gemachter Marshall sein im Grundsound. Da müssen wir vielleicht mal probieren, den mal ganz runter zu regeln. Aber ich vermute, ich hätte dann auch eine ganze Ecke mehr Gain. Wir machen ja auch, wie gesagt, nochmal ein Video extra nur für das Brown Eye Overdrive, was dann noch ein bisschen ausführlicher auf das Pedal eingehen wird. Deshalb, Ich denke, wer so die traditionelle Ecke sucht, der ist mit dem Lagrange besser bedient. das würde ich definitiv so betonen. Also nach wie vor finde ich das auch immer noch Also echt, Hut ab, also gerade die Teilregelung ist ein Knaller. Das ist wirklich richtig gut. Ne, und genau deshalb würde ich auch einfach schauen, irgendwie, worauf bin ich aus, einmal soundtechnisch, aber auch was so meine Erwartungen sind, die ich an das Pedal stelle, so funktionstechnisch. Ne, weil wenn man jetzt mal ganz simpel ganz nach links und ganz nach rechts guckt, das Lagrange bietet natürlich auch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Auch mit dem zusätzlichen Boost nochmal, um da einfach irgendwie eine größere Bandbreite an Sounds abzurufen und halt auch vielleicht mit dem Boost halt auch im Live-Betrieb nochmal irgendwie ein kleines Plus dabei zu haben. Ja, der Angry Charlie, das ist auch so die traditionelle Ecke. Was der gut kann, ist so der untere Gain-Bereich, so diese JTM-Ecke. Und auch schon 1987, so das Ding kann er so gut, dieses knarzige, bisschen rumpelige untenrum. Genau. Und der Pinnacle, ja, das ist wirklich Van Halen. Das ist so dieser offene, knallige Ton. Ne, aber mit ein bisschen weniger Bassbereich als der Friedman. Aber was bei einigen Amps aber auch gut ist. Eben drum, also deshalb so ausprobieren mit dem Amp. Pauschal sagen, irgendwie ganz schlecht. immer doof, ne? Es kommt auf euren Geschmack an, es kommt auf euer Setup an und dann, ja, ich sag mal, hier ist man ohnehin mit keinem Pedal schlecht beraten. Wir haben ja so das eine oder andere, ja. Ne? Von daher, wie immer, ne? Kommt natürlich am besten selber vorbei. Hier bei uns im Hauptgeschäft in Ebenbüren-Langenbeck. Guckt ansonsten im Online-Shop vorbei. Schaut euch die Pedale ein bisschen näher an. Vom Friedman kommt übrigens noch eine schicke Limited Edition mit genau. anderer Optik. Sieht sehr cool aus. Keine Ahnung, wann die eintrudeln, aber Preis ist der gleiche. Genau. Also für die Freunde der Sammlerzunft, das vielleicht noch ein heißer Tipp. Kann man sich online aber auch schon anschauen, wenn man möchte. Bei uns im Online-Shop kommt demnächst rein. Ist technisch identisch, nur andere Frontplatte vorne. Genau, und in dem Zusammenhang sei vielleicht noch mal kurz genannt, natürlich haben wir jetzt auch die anderen Pedale am Start, also den Sir Compre. Ist seit heute da, ja. Ist seit heute da, genau, eben wie die Brown Eye Pedale. Da kommt dann in Zukunft auch noch mal was. Okay, Olaf, ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Es war mir ein Vergnügen. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.